Am Stand von Maurer Starliner gibt es auch in der kleinen Größe, da ist gerade jemand drin, aber das hier scheint das goldene Reisemobil 2019 zu sein. Zweiter Platz, Kategorie Integrierte von Starliner. Ja, Sie haben einen Preis bekommen. Ja, nicht direkt für das Fahrzeug, sondern für diese Linie, also ein Fahrzeug von dieser Linie, genau, von der SL25-Linie auf Iveco Daily. Den haben wir gerade gestern gekriegt, den Preis. Und das freut uns natürlich sehr, weil das war eine Leserwahl. Ja, das hier ist wahrscheinlich ein spezielles Fahrzeug für Hundeliebhaber ausgebaut. Ich nehme an, da ist die Hundebox drin. Genau, das ist ein Tierarzt, der da 5 Hunde drin hat und auch auf diese Hunderennplätze damit fährt. Die sind jetzt nicht drin, oder? Ich hoffe mal nicht. Okay, bitte mal öffnen. Und da ich ja selbst 2 Hunde habe, kann ich ein Lied davon singen. Und ja, das ist ja mal hundegerecht, oder? Ja, das wurde auch so gebaut, wie es der Kunde wollte, mit den Maßen, mit den Türen. Und zusätzlich ist die Garage noch belüftet. Also dem Hund, dem geht es da drin sehr gut. So gut wie dem Menschen, nehme ich an. So, am besten machen wir mal zu, dass der nächste gegenläuft. Ja, es ist etwas handlicher. Ich zeige das Fahrzeug mal gerade von vorne, dass du das mal siehst. Es gibt ja ganz viele Hundeliebhaber und Besitzer, die möchten komfortabel reisen. Was man öfter sieht, sind Pferdemobile. Da kann man auch drin wohnen, aber mit Hunden habe ich es so selten gesehen. Ja, Sie haben die Fahrzeugfront ein bisschen modifiziert. Ja, genau. Alle unsere Fahrzeuge, auch die großen, die wir vorher gesehen haben, sind einteilig. Das heißt, das ist ein Monoshell aus GFK wie ein Bootsrumpf und das ist auch hier so. Von vorne, von der Säule bis hinten zum Heck ist das Fahrzeug aus einem Guss. Aus einem Guss? Genau. Ich zeige das gerade nochmal. Tatsächlich, das Ganze komplett aus GFK, das heißt Hagel und so weiter, spielt keine Rolle mehr. Nee, und das ist über 30% verwindungssteifer. Man hat keine Kältebrücken, keine Leckagepunkte, also keine Nähte und Fugen, wo Wasser eintreten kann. Auch die Scheibe, die Frontscheibe ist von uns. Jetzt, das sieht zwar aus wie eine Iveco Daily Front, aber wir setzen die Türen raus. Deswegen ist das Fahrzeug auch ein integrierter und kein teilintegrierter. Auch die Haube ist aus GFK von uns, das haben wir alles nachgebaut. Okay, das heißt, der Iveco Daily wäre schmaler, richtig? Richtig, ja. Auch der Mercedes Sprinter, das ist genau das gleiche bei der Linie, da machen wir das auch. Die liegen wir ungefähr hier bei dem Fahrzeug, was wir jetzt sehen? Die Linie fängt um die 230.000 € an und so wie das Fahrzeug, was wir jetzt besichtigen, hier steht, ist es um die 285.000 €. Okay, das heißt aber auch, da ist der Slider mit drin? Richtig, genau. So, oben die Markise ist auch sehr schön gelöst. Sorry, dass ich das öfter mal lobe, aber das Thema Slideout ist wirklich schön. Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hier kritisieren sollte, denn allein die Linienführung der Tür ist ja wohl unerreicht. Also wenn ich sehe, dass man überhaupt kein Spaltmaß hat, die sitzt da drin, als wäre sie gar nicht da. Ja, und wenn man denkt, dass der ganze Aufbau handlaminiert ist, sind wir auch stolz drauf. Ja. Handlaminiert? Genau. Wie gesagt, wie ein Bootsrumpf, das ist das gleiche Prinzip. Und das, was ich vorhin gesagt habe, mit wenn was quietscht, dann kriegen wir alle eine Krise hier. Das ist auch, wenn die Spaltmaße nicht stimmen, das muss halt einfach passen. Sagen Sie mal, wie ist das denn möglich, das zu fertigen, dass es so eben wird? Also mit GFK. Das geht schon, oder? Das möchten alle wissen. Nee, das Geheimnis ist eigentlich eher darin, dass wir Zentimeter für Zentimeter unsere Form variieren können in der Länge. Und das macht so weltweit grundsätzlich niemand. Die Monocoques bauen, die auf das Führerhaus drauf, aufs Originalführerhaus. Aber bei uns ist wirklich alles ein Teil, das gibt es sonst nirgends. Oh, das heißt, es knarrt nicht. Ja, wir gehen am besten mal rein. Schauen wir uns das mal von innen an. Das ist jetzt ein etwas kleineres Maß, aber auch hier hat man den Vorteil, dass man Platz hat. So, das ist das Fahrerhaus. Da setze ich mich jetzt auch gleich mal drauf. Dann kann man vielleicht mal das ganze Raumgefühl sehen, das hier entsteht. So, wenn Sie mal gerade so nett sind, zur Küche zu gehen, dann sieht man auch mal, wie groß und wie breit es ist. Ja, hier lässt sich doch leben. Plus die Hunde da auch mit dabei. Slideouts sind doch ein ganz wesentlicher Faktor. Also alle anderen, ich sag mal, wären dann auch vergleichbar, aber das Thema Slideout, das macht sie einzigartig, oder? Ja, die Aufbauten machen unsere Fahrzeuge einzigartig, plus halt auch die Slideouts in den kleinen Fahrzeugen, denke ich, ja. Und halt auch der Grundsatz, dass hier der Kunde wirklich alles bestimmt.
den Grundriss von Null auf mit uns planen kann und auch die Farben selbst bestimmt. Hier ist ein Knopf. Was hat der für eine Funktion? Der geht nach draußen? Nee, das ist für die Messefunktion, für diese elektrische Barriere. Der ist normalerweise nicht da. Okay, klasse. Das ist also hier für die reine Messe. Ja, oben habe ich nochmal ein großes Häkchen. Eine Klimaanlage ist mit drin? Ja, hier ist auch eine Klimaanlage drin. Ja, die ist nämlich auch nicht zu sehen. Es ist nicht so, dass man jetzt von Dometic irgendeinen Aufbau hat oder irgendwas sieht, sondern ganz dezent. Was auch immer drin ist, der Kunde sieht es nicht, er muss auch gar nicht wissen, oder? Ja, der Kunde, dem das Auto gehört, der weiß das schon. Die Klimaanlage ist hier oben. Und ja, wir Aber dezent versteckt. Ja, wir finden das halt nicht schön, wenn die Plastikteile da reinschauen. Ja, sehr schön. Ein großer Kühlschrank ist mit dabei. Und ja, der Slideout ist natürlich, also ich komme noch gar nicht drüber weg. Also man kann sich jetzt hier hinstellen und hat jetzt eine richtig große Küche. Man kann auch ganz anders arbeiten mit der Küche, viel breiter. Ja, und selbst wenn das Fahrzeug, wenn das Leihrad drin ist, kann man alles so brauchen, wie man es jetzt auch brauchen kann, halt einfach ein bisschen weniger Platz. Ja, das heißt auch im eingefahrenen Zustand, ich muss es nicht mal ausfahren, bin ich also ruckzuck einsatzbereit. Zum Beispiel mal auf dem Parkplatz, eine kurze Rast und so weiter, da will man ja kein Slider rausfahren. Ja, wobei das jetzt bei den Fahrzeugen kein Problem ist, man drückt einen Knopf und dann fährt das rein oder raus. Ich sag mal, so will ja etwas dezenter dann okay, vielleicht noch da sein. Ja, so ist es ja. So, da oben ist die Dusche. Auch die ist ganz normal. Der Ablauf, der geht in eine Richtung. Das heißt, ich muss also nicht unbedingt gerade stehen. Das läuft schon ab, oder? Ja, die Wanne ist ganz leicht schräg. Sehr praktisch. Hier habe ich jetzt keine Regendusche. Aber gut, das ist vielleicht ein bisschen dem Platz geschuldet. Richtig, und der Kunde wollte das wahrscheinlich auch nicht so. Ja, Tierarzt, gut. Aber es ist sehr, sehr schick, muss man schon sagen. Also das ist so. Und auch hier, ja, 2 Einzelbetten mit dabei. Und ein Hubbett habe ich hier nicht. Das heißt, das ist für 2 Personen ausgelegt? Richtig, die reisen immer zu zweit. Da ist also zu 2 plus Hunde natürlich, um die Hunde nicht zu vergessen. Und da unten ist auch noch die Durchreiche, beziehungsweise der Durchgang für die Hunde dann in die Garage. Gut, ja, die können rein und raus, je nachdem, wenn die ein bisschen Angst haben. Ja. Muss ich auch mal nach den Hunden kümmern. Ja, auch hier die Toilettenanlage. Ja, sehr geräumig. Das heißt, hier habe ich richtig Platz und kann die Beine richtig ausstrecken. Auch hier ist ein Fernseher. Ich gucke mal gerade. Nee, kein Fernseher mit dabei. Sehr schön. Ja, also das Fahrzeug ist ja ein gutes Stück kleiner, muss man sagen, als die anderen. Ein bisschen handlicher. Schon handlicher, oder? Ja, der ist 840, die anderen waren, das kürzeste war 39. Und halt nicht so breit, nicht so hoch. Der Starliner, ja, diesmal mit einer ganz tollen Rollergarage und einem schwedischen Roller. Es könnte sein, dass der vielleicht in Schweden zugelassen ist. Ich frage ihn mal kurz. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja. Ich zeige ihn mal gerade komplett, denn ja, auch hier müsste ich jetzt raten, was das für uns fahren. Nee, man kann es sehen. Es ist wahrscheinlich ein Mercedes-Benz. Ja, so ist es. Auch vorne sichtbar. Aber auch hier komplett. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Das heißt also, wir haben einen Mercedes-Benz als volle Integration. Wenn Sie mal kurz noch mal zu mir kommen, ich muss auf das Detail noch mal eingehen, wie Sie das hinbekommen haben, aus dem Sprinter einen voll integrierten zu machen. Das müssen Sie mir jetzt mal erklären. Ja, beim Sprinter sieht man es sehr gut. Also Sie sehen von hier, das ist GFK, das ist auch GFK. Und von hier bis ganz hinten ist es ein Teil. Ein Teil. Das heißt, das hat eigentlich mit dem ursprünglichen Sprinter nicht mehr viel zu tun, oder? Das heißt, er sieht nur noch genauso aus. Ja, der Grill ist original, die Blinker oder die Scheinwerfer, plus auch die Türen, die Seitentüren und natürlich die Spritzwand, da haben wir gar nichts dran verändert. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was der Slideout ausmacht. Der hat jetzt eine Länge ungefähr 40, kommt das hin? Ja, genau. 40 Zentimeter. Aber was die 40 Zentimeter schon ausmachen, das werden wir uns gleich mal anschauen. Wir gehen mal kurz rein. Und es ist dunkel gehalten, ganz edel. Ja, der Kunde hat 2 Yachten und ich glaube, der hat das ein bisschen daran angelehnt. Adaptiert. So. Den Fußboden, also die Farbe habe ich zumindest in meinem T6. Aber dann hört es auch schon auf. Gehen wir kurz hier hoch. Sehr schick. Das komplette Dach ist lederbezogen. Ah, hier sieht man den Slideout. Ja, das macht natürlich richtig Platz. Ja, für das 6,20 Meter kurze Fahrzeug hat man hier richtig Platz. So, und auch das Fahrzeug hier ist für 2 Personen ausgelegt?
Ja, also man hat da ein Hubbett, das kann man noch ausziehen, dann kann man längs schlafen, nicht nur quer. Und man könnte theoretisch hier bei der Sitzgruppe noch ein Bett machen. Ja, falls das Enkelchen mal mitfährt oder das Kind auch mal mitfährt, dann habe ich hier die Ausstattung. Hier sieht man sehr schön die Breite. Da, wo der Sprinter endet, ist wahrscheinlich da, wo die Lüftungsgitter sind, oder? Ja, genau, das links davon ist unsere Verbreiterung. Aber so integriert, dass man es eigentlich nicht von außen sieht. Man wundert sich nur, dass es so einen breiten Sprinter gibt, ja. Aber der Rest ist sehr edel ausgeführt. Ja, wie sind die Fahrzeuglänge nochmal? 6,20 Meter. Wo liegen wir hier bei der Investition ungefähr? Der ist oben 295.000 Euro. Ja, okay, also komplett für um die 300.000 Euro, hab aber dann ein Unikat, richtig? Also Handarbeit? Ja, alles Handarbeit, der Aufbau, Innenausbau, genau. So, auch hier ist der Fernseher, der fährt einfach raus. Einer davon, ja. Einer davon, wie viel gibt's? 2. 2. Wo ist der zweite? Da ist noch einer drin, wenn man im Bett dann liegt, kann man von da aus dann den Fernsehen ausklappen und dann noch Fernsehen. Ja, auch das hat man. Das Hubbett ist wahrscheinlich elektrisch, fährt runter. Ist da irgendwas zu modifizieren, wenn man runterfährt? Irgendwie Die Sitze runterklappen. ein bisschen runterklappen. Okay, das ist alles Sache von einer Minute oder so. Ja, nicht ganz. Was ist noch besonders? Ich habe eine Luftfederung. Die Heckachse hat eine Luftfederung, genau. So, vielleicht noch ein, zwei Details. Autarkie, wie lange kann ich denn stehen? Eine Woche wahrscheinlich, kommt ein bisschen darauf an, wie man das Wasser sich einteilt, aber auch der hat Solar natürlich. Wenn ich das Bad in meinem Wohnmobil hätte, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen oft am Duschen. Wow! Okay, das heißt, der Wassertank, der ist wie groß? 150 Liter. 150 Liter. Also das würde für mich für ungefähr, wenn ich zu Hause duschen würde, ungefähr 4-mal lang. Im Wohnmobil komme ich mit etwas weniger Wasser aus. Schönes Bad. Ja, ich weiß es noch, das Fahrzeug war im Bau und der Kunde hat uns gesagt, er hätte eine Schnapsidee, das wäre eh nicht realisierbar. Er möchte eine Echtmosaikdusche und wie man sieht, hat es noch geklappt und wir haben es realisiert. Ja, gute Investition, sieht nämlich sehr schick aus. So, und hier vorne sieht man auch die Toilettenanlage und ja, man ist natürlich relativ schnell unterwegs. Das Gesamtgewicht hier von dem Fahrzeug? 5 Tonnen. 5 Tonnen, das heißt also, ich unterliege dem LKW. Darf hier wie schnell fahren? 100? Ja. Okay, prima. So, hier ist die Küche. Auch die sehr edel. Wenn Sie das mal kurz anheben. Sieht man das, also eine schöne Spüle mit drin und ein Kochherd. Ja, vielen, vielen Dank auf dem Stand von der Firma Maurer. Wir gehen mal kurz raus, machen die Abmoderation und dann können Sie uns noch mal ein, zwei Sachen sagen, wie das funktioniert, wenn man so ein Reisemobil haben möchte, weil das klingt ja fast wie ein Haus zu bauen. Und das werden wir uns gleich mal anschauen. Bis gleich. Dankeschön. Ja, das Thema Behinderung und die Lösung dafür, das hat sich die Firma Maurer auf die Fahne geschrieben. Ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug. Ja, das sieht man nicht allzu oft, denn Menschen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen, die möchten auch gerne campen und mobil sein. Das war schon eine Herausforderung. Ja, es gibt Hersteller oder Mitbewerber, die sagen, sie haben Lösungen, aber die Lösungen sind halt für unsere Kunden dann nicht immer ganz zufriedenstellend, weil wir halt die Fahrzeuge von Null auf mit dem Kunden planen, können wir auch für einen Menschen im Rollstuhl genau das so bauen, wie er das braucht und möchte. Okay, das heißt, das Thema Barrierefreiheit ist wichtig. Der Antrieb muss auch gesteuert werden können, auch ohne Beine. Das ist, ich sag mal, möglich. Aber barrierefrei heißt innen natürlich, dass alles ganz eben sein muss. Oder ist das so? Ja, das ist grundsätzlich so. Wir haben jetzt schon mehrere Fahrzeuge so gebaut, auch große Fahrzeuge. Beim ersten großen Fahrzeug, das wir so gebaut haben, hat der Mann für die Frau im Rollstuhl dann zuerst ein Styropor-Modell gebaut und dann hat sie so ausgetestet, ob der Grundriss auch funktioniert. Also da gibt es viele Möglichkeiten, um das auszutesten. Also im Prinzip ein echtes Modell haben Sie gebaut, dass man da auch rein und rausfahren kann? Ja, richtig. Der Kunde wollte jetzt halt ein kompakteres Fahrzeug, sage ich mal, auf dem Iveco Daily, 7,49 Tonnen. Der hat einen Heckslideout und einen Seitenslideout. Ja, sehr schick. Wir gehen am besten mal rein, schauen uns das mal an. Wie ist denn möglich reinzukommen im Rollstuhl? Haben Sie da einen speziellen Lift oder? Genau, das sieht man hier, diese Klappe oben, das ist der Rollstuhllift und die 2 Treppenstufen sind dann normale Treppenstufen. Okay, prima. Das ist natürlich hier der Messestand mit, ich liebe Ihre Schranken. Klar, wenn man sowas baut, dann sind die Schranken fast ein Abfallprodukt. Ja, es sind halt Kundenfahrzeuge und wir zeigen die Fahrzeuge sehr gerne, aber halt nur in Standbegleitung.
Wow, das ist ja mal ein ganz anderes Konzept, muss man sagen. Es gefällt mir persönlich sehr gut. Also ich liebe Längsbetten, die so integriert sind, die man auch so als Couch benutzen kann. Ja, genau das habe ich auch gesagt. Also ich finde es grundsätzlich auch sehr schön. Ja, es ist ganz schlicht gehalten und das muss ja kein Nachteil sein. Also es ist nicht so verspielt, es ist eher so ganz sachlich. Wow, ein riesen Raumgefühl durch die helle Farbe, finde ich. Ja, und halt auch durch den Slide-Out, der dann von hier bis dann zur Sitzbank wieder rein und raus fährt. Ah, ein ganz langer Slide-Out, das heißt auch wieder ganz andere Anforderungen, oder? Ja, genau, zumal halt hier das Bett mit rein und raus fährt und sich dann der Teil da vorne hebt oder senkt, je nachdem, wenn man es rein oder rauslässt. Ja, stark. Hier sieht man auch schon, dass es natürlich rollstuhlgerecht ist. Man kann hier mit dem Rollstuhl einfach reinfahren zur Körperpflege und habe überall Haltegriffe mit drin und ich habe einen riesen Platz. Das würde mir auch als gehender Mensch, würde mir das unglaublich gut gefallen. Also dass man sich einfach mal umdrehen kann, dass man nicht jede Ecke so genutzt hat, sondern einfach ein bisschen Platz hat, oder? Ja, ist auch schön. Das ist definitiv so, ja. Ich stelle jetzt mal gerade hier rein, die Lüftung läuft. Hier oben weiß. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Was ist das für eine Basis hier? Was ist das für ein Motor, für ein Fahrgestell? Iveco Daily. Iveco Daily. Und das Gesamtgewicht? 7,49 Tonnen. Okay, also das könnte ich mit dem alten Dreier, kann ich sowieso noch fahren. Ansonsten, ich glaube, der Führerschein ist nicht so wild, der größere, den man dann hat. Ein riesen Raumgefühl. Und dann habe ich hier vorne natürlich den Platz, kann hier rollen. Das muss ja auch alles passen. Und habe natürlich als Rollstuhlfahrer die Möglichkeit, hier direkt an den Tisch ranzurollen. Ja, genau. Ja, großes Kino. Auch der Kühlschrank muss erreichbar sein. Wie haben Sie das gelöst, von beiden Seiten zu öffnen? Ja, das ist richtig. Ich wüsste jetzt nicht, was der Mensch hier nicht machen kann im Rollstuhl. Also das war eigentlich seine Devise, dass er überall alles alleine machen kann. Auch die Funktionalität dann, das ist jetzt noch nicht gemacht, aber das Fahrzeug kommt nach der Messe zum Umbau, dass er es auch selber steuern kann dann. Okay, also das wird dann noch eingebaut. Das Gas und Bremse und so weiter wird dann genau Handsteuerung umgeschaltet. Das geht auch, das ist kein Thema. Das machen Sie aber dann nicht, oder? Nee, das macht die Firma Paravan. Okay, das heißt ein Partner, der das macht. Mit Iveco bin ich auch weltweit oder zumindest mal europaweit habe ich Service? Ja, europaweit sicherlich und weltweit ist sicherlich mit den heutigen Logistikmöglichkeiten auch kein Problem. Da sind sie, die ganzen Wohnmobile, ja, von Maurer, Starliner heißen sie. Wir haben ganz viele jetzt gesehen. Ja, jetzt ist die Frage, wenn ich so ein Wohnmobil jetzt selber kreieren möchte, muss ich denn Architekt sein? Nein, wir haben Ingenieure und beraten unsere Kunden sehr gerne. Normalerweise ist der Ablauf so, dass unsere Kunden in die Schweiz kommen. Wir kommen aber auch gerne zu den Kunden und wir dann die Fahrzeuge mit den Kunden planen. Okay, das heißt, Planung heißt auch am Rechner oder ist jemand, der auch mal zeichnet? Ja, grundsätzlich sind die Grundrisse dann am Rechner erstellt. Da werden auch gleich die Kapazitäten, die möglichen, errechnet für Wasser und so weiter. Viele Kunden kommen aber mit einer Handskizze, mit einer groben Idee und dann werden wir das verfeinern. Okay, das heißt also, auch wenn ich jetzt Interesse an einem großen Bus habe als Beispiel, was sind denn da so gängige Längen bei einem Bus? Was ist so, ab wo fängt es denn an beim Großen? Irgendwo ab 8,05 m machen wir eine Smart Garage rein. Der ist jetzt 39, ich denke so 39 ist eine gängige Länge. Okay, und da liege ich so bei 400.000, 500.000 Euro, die ich investieren muss? Ab 450.000 Euro, ja. Okay, prima. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, das Einfachste, wenn Sie mal Interesse haben, gehen Sie auf die Webseite, die lautet wie? www.maurer-swiss.ch. Ja, vielen, vielen Dank. Michael Maurer, Starliner bei Maurer. Danke, tschüss.